Hallo, ich bin Angela vom Verein Open House Wien. Wir sind hier im Viertel 2, einem neuen Stadtentwicklungsgebiet in Wien, gleich neben dem Prater. Auf einer Gesamtfläche von 120.000 Quadratmetern entsteht hier in mehreren Etappen bis 2024 ein neues Viertel, in dem bereits jetzt 7.000 Menschen leben und arbeiten. Das Viertel zeichnet sich nicht nur durch spannende Architektur aus, sondern auch durch seinen Fokus auf innovative Energieversorgung. So wird beispielsweise hier auf den Dächern Photovoltaikstrom produziert. Und wie dieser hier lokal erzeugte Strom optimal genutzt und auch verteilt werden kann, das wird im Rahmen des Projekts Peer-to-Peer im Quartier gemeinsam mit einer Energiegemeinschaft erforscht und erprobt. Stellt sich jetzt noch die Frage, was genau ist eine Energiegemeinschaft? Energiegemeinschaften sind natürlich ein wahnsinnig wichtiger Baustein in der Energiewende. Im Juli 2021 wurde auch das Erneuerbaren Ausbaugesetz verabschiedet, das es jetzt wirklich ermöglicht, erstmals reale Energiegemeinschaften zu bauen und zu gründen. Also wir haben selber vor 3 Jahren hier unsere erste fiktive Energiegemeinschaft gegründet, haben dann auch gesehen, wie wir gemeinsam mit den Bürgern zusammenarbeiten können. Um Energiegemeinschaften wirklich flächendeckend über Österreich zu schaffen, braucht es um einen Motivator auch einen Kümmerer, kann man so sagen. Und dafür sind natürlich Energieversorger sehr gut geeignet. Für die Wien Energie ist ganz klar, dass wir hier in Wien einfach auch eine Vorreiterrolle haben. Also hier im Viertel 2 forschen wir seit 2017 an Energiegemeinschaften und auch an innovativen Themen. Also das Ziel des Projektes Peer-to-Peer im Quartier war es, unter realen Rahmenbedingungen eine fiktive Energiegemeinschaft wachsen zu lassen und diese dann auch gleichzeitig zu optimieren. Also wir sind ca. 100 Parteien, die an der Urban Pioneers Community teilnehmen. Das ist vor allem hier im Viertel 2. Ich bin ganz grundsätzlich interessiert daran, was so die Zukunft der Energieerzeugung betrifft. Wie können wir individuell was dazu beitragen gegen den Klimawandel? Und das Pilotprojekt in der Urban Pioneers Community zielt genau darauf ab. Wir produzieren Strom lokal und machen das dann sichtbar. Der Strom wird hier im Kretzel produziert auf einem Dach und dieser Strom wird dann automatisch über das System jeweils an den besten Abnehmer, der gerade den Verbrauch hat, im Hintergrund abgerechnet, wer den Strom bereitgestellt hat. Wir haben hier alle Anrechte auf eine gewisse Stromproduktion und wenn ich diese Stromproduktion gerade nicht selbst verbrauchen kann, weil ich gerade nicht im Haus bin, kann ich das an meine Nachbarn dadurch weitergeben bzw. andere da teilhaben lassen, grün produzierten Strom zu nutzen. Das Handeln ist insofern sehr schön, weil es endlich so die Sichtbarkeit von Strom und Stromverbrauch gibt. Am besten sieht man es, finde ich, immer an der Rechnung, wo explizit ausgewiesen wird, okay, wie viel ist eigentlich in der Community produziert worden, wie viel habe ich von der Community bezogen, das heißt von meinem eigenen Anteil, aber eben auch von den anderen, die mir Strom zur Verfügung stellen. Das heißt, ich habe jeden Monat eigentlich gesehen, okay, ich habe sehr viel lokalen Strom verbraucht oder ich habe eigentlich eher viel aus den Netzen genommen. Das User Interface ist also die Schnittstelle, um Sichtbarkeit zu erzeugen, wo kommt eigentlich mein Strom gerade her. Und das war das Spannendste, zu sehen, wie schnell es eigentlich mein Verhalten ändert, das Stromverhalten besser auch mit der Umgebung abstimmen könnte. Das User Interface soll vor allem die Energie und die Energieflüsse für die Bewohner sichtbar und angreifbar machen, sodass sie möglichst gut verstehen, was wird gerade produziert, was haben sie verbraucht, wo kommt ihr Strom her, wo fließt er hin und wie sozusagen schauen da die Ströme auch zwischen den einzelnen Teilnehmern der Community aus. Dass ich einfach als Nutzer ein Gefühl habe, ich verbrauche eher viel, eher weniger, wo stehe ich da ungefähr. Kann ich mir dann auch anschauen, wo ist der Strom jeweils hergekommen, den ich verbraucht habe. Dann gibt es noch einen Interface-Bereich, da geht es jetzt um das gesamte der Blick auf die gesamte Community. Es ist symbolisch dargestellt ein Rondeau, das Gebiet mit der Photovoltaik am Dach, der Versorgung aus dem Netz, den anderen Community-Teilnehmern und der Batterie. Und es ist einfach abgebildet, wie jetzt da die Energieflüsse im Detail ausschauen. Also die Auswirkungen auf mein Energieverhalten waren, dass ich die Waschmaschine wesentlich öfters untertags einschalte, dass ich den Geschirrspüler wesentlich mehr untertags einschalte und wesentlich mehr Strom verbrauche, wenn dann wirklich auch in der Photovoltaikanlage viel produziert wird.